Vitamin D ist als Sonnenvitamin bekannt. Aber was macht das eigentlich mit unserer Gesundheit und unserem Arbeitsalltag? In diesem Video nehmen wir euch mit durch den Selbsttest, sprechen über wissenschaftlich gesicherte Effekte und zeigen euch, worauf ihr achten müsst, wenn ihr euren Vitamin D-Spiegel optimieren wollt. Wichtig dabei, wir beleuchten auch mögliche Grenzen und Risiken. Was ist Vitamin D und was macht es im Körper? Vitamin D ist eigentlich gar kein klassisches Vitamin, sondern eine Vorstufe eines Hormons. Es erfüllt wichtige Aufgaben in deinem Körper. Es unterstützt deine Muskelfunktion, dein Immunsystem und kann deinen Körper in vielen Stoffwechselprozessen begleiten. Ein Mangel kann sich durch Symptome zeigen, die viele im Arbeitsalltag gut kennen. Müdigkeit, diffuse Muskelschmerzen oder das Gefühl, dass die Energie einfach nicht mehr reicht. Bilden wir das nicht selbst? Erstmal, Vitamin D wird nur zu einem sehr kleinen Teil über die Nahrung aufgenommen. Den größten Anteil produziert der Körper tatsächlich selbst, mit Hilfe von Sonnenlicht. Genauer gesagt UVB-Strahlung. Beim Vitamin D ist es halt spannend, dass wir es halt exogen, also von außen über die Sonne bilden können. Allerdings ist es in Deutschland so der Fall, dass wir das nur können im Frühling und im Sommer. Im Herbst und im Winter geht es nicht. Das hat mit dem Stand der Sonne oder der Sonnenintensität zu tun. Das wird am sogenannten UVB-Index, also der Strahlenintensität, gemessen. Man kann das auch ganz schön über sein Handy nachvollziehen. Wenn man in die Wetter-App geht, da gibt es eine Rubrik, die nennt sich UV-Index. Und da sieht man über den Tag verteilt, wirklich stundengenau, wie hoch ist jetzt der UV-Index. Und ist der größer gleich 3, kann ich Vitamin D bilden. Ist der kleiner als 3, dann geht das eben leider nicht. Und Robin hat mir noch einen coolen Trick verraten. Und zwar gibt die Länge meines Schattens einen Hinweis darauf, ob die Strahlenintensität gerade hoch genug ist und ich gut Vitamin D bilden kann. Mein Schatten muss kleiner sein als ich, damit das gut funktioniert. Wie schnell und wie gut ich Vitamin D selbst bilden kann, ist übrigens von Mensch zu Mensch verschieden. Das hat einerseits damit zu tun, was habe ich beispielsweise für eine Hautpigmentierung. Bin ich stark pigmentiert, dann ist viel Melanin in meiner Haut. Dann brauche ich eine längere Exposition gegenüber der Sonne, um gut Vitamin D zu bilden. Bin ich ein sehr hellhäutiger Typ, geht das entsprechend viel schneller. Dann hat es damit natürlich auch zu tun, bin ich stark bekleidet oder habe ich große Hautflächen der Sonne exponiert. Ein weiterer Faktor ist auch das Thema Adipositas. Wenn ich sehr, sehr fettleibig bin, wird es ebenfalls schwieriger, Vitamin D zu bilden. Ebenso im Alter, weil die Haut einfach nachlässt in der Vitamin D-Synthese. Und natürlich, was auch logisch erscheint, ist das Auftragen von Sonnencreme. Sonnencreme verhindert tatsächlich, dass wir Vitamin D bilden können. Darauf verzichten und Hautkrebs riskieren? Auch keine gute Idee. Was also tun? Es gibt ein Dazwischen. In der Medizin würde man hier von der sonnenbrandwirksamen UV-Dosis sprechen. Der Wert heißt einfach nur die Zeit, die ich brauche, um einen Sonnenbrand zu kriegen. Die Faustregel ist, ich brauche 2- bis 3-mal die Woche die Hälfte dieser Zeit für ausreichend Vitamin D. Dafür müssen Gesicht, Arme und Hände in der Sonne sein. Und wir haben ja schon gelernt, hauptsächlich im Frühling oder Sommer. Wie finde ich heraus, wie es um meinen Vitamin D-Status steht? Robin, welche Möglichkeiten habe ich da? Ja, also es gibt da prinzipiell 2 Möglichkeiten. Du kannst einerseits ganz simpel das Ganze als Selbsttest machen. Da gibt es verschiedene Kits, die man sich bestellen kann, nach Hause. Und da piekst man sich quasi selber in den Finger und bekommt eine Auswertung vom Labor. Ja. Oder du gehst zu deinem Arzt, beispielsweise deinem Hausarzt, und sagst, du hättest gerne deinen Vitamin D-Blutwert und der würde dir dann Blut abnehmen und das dann für dich ins Labor schicken, um dir dann die Ergebnisse im Nachgang zukommen zu lassen und diese mit dir zu besprechen. Wie sieht das mit den Kosten aus? Wo liegen wir da ungefähr? Ja, man liegt ungefähr so bei 25 €. Kurzer Einschub. Bei einem begründeten Verdacht auf eine Erkrankung wird manchmal der Test beim Arzt von den Krankenkassen übernommen. In der Regel muss man die Kosten aber selbst tragen. Dann stelle ich mir die Frage, was lohnt sich mehr? Zunächst einmal zum Selbsttest. Er ist bequem. Man bestellt sich den Test nach Hause und kann ihn quasi vom Sofa aus machen. Der Nachteil, man muss sich selbst in den Finger pieksen können. Manchen fällt das schwer. Außerdem sind die Tests für zu Hause unterschiedlich genau und auch bei der Anwendung können Fehler passieren, wenn ich nicht so genau nach der Anleitung verfahre. Der Test beim Arzt sollte ziemlich genau sein, der wird schließlich von medizinisch ausgebildetem Personal durchgeführt. Der Nachteil, es ist nicht so bequem, wenn ich erstmal einen Termin brauche und dann dorthin muss. Wir können uns ja mal anschauen, wie das mit einem Testkit eigentlich aussieht und wie das funktioniert. Ja, sehr gerne, genau. Also so könnte beispielsweise ein Vitamin D-Testkit aussehen. Und wenn wir das hier einmal aufpacken und ein bisschen auseinandernehmen, hier fällt schon raus, haben wir einmal die Lanzetten zum Pieksen. Hier natürlich ein Pflaster nachher für die Einpiekstelle.
ein Tuch, wo wir uns dann etwas abtupfen können. Dann Das ist die Testkarte, nehme ich an. genau, richtig. Das ist die Trockenblut-Testkarte. Das heißt, hier müssen wir entsprechend nachher 3 von diesen Feldern mit einem Bluttropfen ausfüllen. Und dann gibt es noch eine Registrationskarte, wo ich mich dann am Ende des Tages online registrieren kann und dann mein Ergebnis nach so 1-2 Wochen nachvollziehen kann. Okay, super. Ich würde sagen, ich teste mich jetzt einfach mal, um das mal zu zeigen, wie es funktioniert. Womit fange ich an? Genau, also als erstes wäre es sinnvoll, um ein bisschen Durchblutung in den Arm zu bekommen, den Arm, den du pieksen möchtest. Man nimmt normalerweise dann den Finger, entweder den Ringfinger oder den Mittelfinger, aber auf jeden Fall den Arm ein bisschen kreisen zu lassen, um so ein bisschen Durchblutung, Stoffwechselaktivität in den Arm zu bekommen, damit das gleich auch ganz gut klappt mit dem Blut. Okay, super. Sollte reichen, ne? Genau. Jetzt kannst du einmal das Desinfektionstuch rausnehmen. Und deinen Zeige- oder Ringfinger einmal desinfizieren. Ich nehme mal den Ringfinger. Genau, jetzt würden wir einmal das Ganze trocknen lassen. Trocknet schnell, ja. Genau, das trocknet relativ schnell. Dann einmal die Lanzette ansetzen. Dafür müsstest du einmal die Kappe entfernen. Ja. So. Genau. Und dann einmal gerne auch die Hand ablegen auf dem Holz, seitlich ansetzen und wenn man jetzt Druck ausübt, dann löst die Lanzette einmal aus und es piekst einmal. Okay. Oh ja, und da ist direkt der Bluttropfen. Ganz genau. Wenn man möchte, kann man sanft in die Richtung, aber bitte nicht berühren, in die Richtung des Bluttropfens massieren. Dann gerinnt das Blut da ein bisschen besser. Und sobald wir einen ordentlichen Bluttropfen haben, drehen wir den Finger jetzt gleich einmal um und setzen diesen auf die Karte auf einen der Kreise. Okay. So, die 3 Tropfen, ich hoffe, das sieht so okay aus. Das schaut wunderbar aus. Das heißt, das Blut müsste jetzt nur noch ein bisschen trocknen. Ja. Du kannst dir gerne einmal ein Pflaster draufkleben und dann sollte man möglichst zeitnah auch das Blut mit dem Umschlag entsprechend in ein Labor schicken und dann bekommst du innerhalb von 1 bis 2 Wochen meistens das Ergebnis. Das heißt relativ zeitnah, dann schon am gleichen Tag? Im besten Fall am gleichen Tag, ja. Je eher, desto besser. Wenn es jetzt vielleicht am Tag danach geschieht, ist das jetzt kein Untergang, aber so zeitnah wie möglich wäre sinnvoll. Wir haben uns vorher schon mal getestet, damit wir über die Ergebnisse sprechen können. Und dafür konnten wir auch einige Kolleginnen und Kollegen gewinnen. Klar, repräsentativ sind die Ergebnisse nicht. Dafür sind 6 Menschen schlicht zu wenig. Einige spannende Beobachtungen konnten wir trotzdem machen. Bevor wir uns die Ergebnisse anschauen, aber erstmal die Frage, wofür überhaupt das Ganze? Was wir als erstes verstehen müssen, es gibt eine gewisse Range, die für einen Vitamin-D-Wert im Blut als optimal gilt. Ist dein eigener Vitamin-D-Spiegel unterhalb dieser Range und du verbesserst deinen Wert, dann kann es sein, dass du davon gesundheitliche Vorteile hast. Wenn du schon einen guten Wert hast, dann hast du keine Vorteile, ihn weiter zu erhöhen. Und jetzt die Frage, wofür genau brauche ich nun Vitamin D? Nummer 1, Knochen. Vitamin D hilft dabei, dass bestimmte Stoffe wie Calcium, die für Knochen wichtig sind, aus dem Darm aufgenommen werden. Nummer 2, Muskeln. Zu wenig Vitamin D kann zu schwachen, müden oder schmerzenden Muskeln führen. Und Nummer 3, Immunsystem. Vitamin D stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte. Eine Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums zeigt auch, eine tägliche kleine Dosis Vitamin D kann bei Krebspatienten das Sterberisiko senken. Wie wichtig Vitamin D ist, kommt langsam sogar in den ersten Betrieben an. Ein Beispiel: die Firma Fuchs Kunststofftechnik in Marienheide. Heike Bözel, die BGM-Beauftragte, hatte die Idee, im Betrieb Testungen anzubieten. Sie hat es bei einer Personalversammlung angesprochen und ist auf viel Interesse gestoßen. Kurzerhand hat sie sich Unterstützung geholt von einer Apotheke, die selbst vor Ort Vitamin-D-Messungen anbietet. Primär möchte ich damit erreichen, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten zu verbessern. Das hat für mich insbesondere positive Effekte sowohl für den Arbeitgeber, der davon profitiert, dass eben Leistungsfähigkeit und Motivation gesteigert wird, aber auch die krankheitsbedingten Fehlzeiten reduziert. Und für die Mitarbeiter, finde ich, ist ein Gesundheitsmanagement immer ein Zeichen der Wertschätzung. Sie sagt, Smoothies für alle als Maßnahme der betrieblichen Gesundheitsförderung sind schön und gut. Ein nachhaltiges Gesundheitsmanagement hat aber den Fokus, die Mitarbeitenden aufzuklären und zu befähigen, selbst was für ihre Gesundheit zu tun. Deshalb bietet sie im Betrieb nicht nur die Testungen an, sondern auch Informationen zum Thema. Und wer dann feststellt, beim Thema Vitamin D Handlungsbedarf
Handlungsbedarf zu haben, kann sich von den Fachleuten in der Apotheke zum Thema Nahrungsergänzung beraten lassen. Wir hatten tatsächlich nur einen, der eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung hatte. Und das finde ich dann schon erschreckend, aber auch gleichzeitig es beweist, dass die Maßnahme die richtige war. Und nun schauen wir uns mal meinen Wert an. Okay, ich bin auch tatsächlich wirklich gespannt, wie mein Vitamin-D-Wert aussieht. Ja, also dein Vitamin-D-Wert liegt bei 6 Nanogramm pro Milliliter. Das ist leider nicht so eine gute Nachricht, aber da wir uns natürlich jetzt auch am Ende des Winters befinden, auch leider nicht ganz ungewöhnlich, das wäre ein schwerer Vitamin-D-Mangel. Dein Wert ist gar nicht so unüblich für jemanden, der eben nicht Vitamin D ergänzt im Winter. Wir sehen hier auch einen anderen Kollegen, der eben auch nur 13 Nanogramm pro Milliliter hat als Vitamin-D-Wert. Und dann wird es eben spannend, wenn wir uns angucken, die anderen 4 Personen supplementieren alle mindestens im Winter, meines Erkenntnisses nach aber auch ganzjährlich Vitamin D und haben eigentlich alle Werte im Optimalbereich. Bei mir sogar leicht erhöht. Ich war jetzt 3 Wochen in Mexiko, habe da besonders viel Sonne abbekommen. Ja. Deswegen vielleicht auch der Wert. Wichtig zu wissen, der Vitamin-D-Wert wird manchmal in Nanomol pro Liter und manchmal in Nanogramm pro Milliliter angegeben. Das ist so, wie wenn jemand den Abstand in der englischen Einheit Inch angibt und jemand anderes in Zentimetern. Man spricht über dasselbe, muss aber wissen, welche Einheit der andere benutzt, um ihn zu verstehen. Die optimale Vitamin-D-Range, in der man liegen sollte, liegt bei 30 bis 60 Nanogramm pro Milliliter. Und hier in Deutschland setzen wir teilweise etwas konservativere Werte an. Und hier wird die Range oftmals auch mit 20 bis 50 Nanogramm pro Milliliter angegeben. Ob ich nun etwas konservativer drauf schaue oder nicht, ein Wert von 6 ist ganz klar nicht optimal. Was würdest du mir da raten? Was kann ich angehen? Also man kann 3 verschiedene Dinge tun, um seine Vitamin-D-Speicher aufzufüllen. Nummer 1 wäre zu supplementieren, das heißt Vitamin D über Nahrungsergänzungsmittel sich zuzuführen. Nummer 2 wäre auch Vitamin-D-reiche Lebensmittel zu konsumieren. Da gibt es nicht viele und die machen auch nur so 10 bis 15% des täglichen Bedarfs aus, aber die könnte man inkludieren. Und der dritte Faktor wäre natürlich im Frühling, Sommer auch mehr und vermehrt an die frische Luft gehen und auch da Vitamin D zu tanken. Wenn möglich, ist der erste Hebel also Sonne. Das Gute ist, wir können auf diese Art und Weise nicht zu viel Vitamin D produzieren. Das speichert der Körper einfach und bedient sich dann im Herbst und Winter daran, wenn die Sonne nicht mehr stark genug ist. Der zweite Hebel, die Ernährung, macht eher einen kleinen Anteil aus. Vitamin D-Quellen sind zum Beispiel Lachs, Käse oder Pilze. Und der dritte, Supplementierung, also Nahrungsergänzungsmittel. Auf der einen Seite ist das ein effektiver Weg, um einen Mangel auszugleichen. Auf der anderen Seite gibt es hier einige Fallstricke. Wie viel ich zu mir nehmen sollte und über welche Zeiträume hängt von verschiedenen Faktoren ab. Von meinem Ausgangswert, von meinem Gewicht, von dem Präparat selbst. Unser Rat, nicht selbst experimentieren, sondern in Absprache mit medizinischem Fachpersonal einnehmen. Im Optimalfall jemand mit einem Hintergrund in Mikronährstoffmedizin. Es gibt nämlich ein Risiko. Wer über eine längere Zeit zu viel Vitamin D supplementiert und dann über die optimale Range kommt, läuft Gefahr, sich zu vergiften. Davor warnen offizielle Stellen wie das Bundesinstitut für Risikobewertung. Im schlimmsten Fall können Herzrhythmusstörungen oder Nierenschäden die Folge sein. Einen Tipp hat Robin aber zu dem Thema. Bei einer Vitamin D-Supplementierung, und das zeigen auch zahlreiche Studien, ist es sinnvoller, jeden Tag ein klein bisschen zu supplementieren, anstatt einmal die Woche eine riesige Menge. Habt ihr euren Vitamin-D-Spiegel schon mal testen lassen? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Schreibt's in die Kommentare, wir sind gespannt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig auch keine Videos mehr verpasst.